Achtung, dieses Video kann Ängste auslösen und sehr belastend sein. Ich spreche offen und realistisch über ein grausames Thema, über das nur selten gesprochen wird. Wenn Sie leicht Angstzustände bekommen oder solche Themen Sie stark belasten, sehen Sie sich dieses Video bitte nicht an. Wie hätte ich mit meiner schweren Körperbehinderung im Dritten Reich gelebt? Dieser Frage gehe ich in diesem Video nach. Ich stelle mir vor, ich würde im Jahr 1940 in Deutschland leben. Ich hätte ICP und starke Spastik. Ich könnte nicht laufen, nicht allein sitzen und meine Hände nicht gezielt benutzen. Fremde würden meine Sprache kaum verstehen. Denken könnte ich aber ganz normal. Viele hätten das nicht erkannt. Meine Familie hätte mich waschen, anziehen, füttern und entweder tragen oder in einem Rollstuhl schieben müssen. Einen elektrischen Rollstuhl, einen Lifter und persönliche Assistenz hätte es nicht gegeben. Vielleicht hätte ich einen einfachen Schieberollstuhl besessen. Zu Hause hätte ich eher überlebt. Die sogenannte Aktion T4 war ein Mordprogramm der Nazis. Der Name kommt von der Adresse Tiergartenstraße 4 in Berlin. Von dort aus wurde die Ermordung von Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen organisiert. Ärzte entschieden oft nur anhand eines Meldebogens, wer getötet werden sollte. Viele Opfer wurden mit grauen Bussen aus Heil- und Pflegeanstalten abgeholt und in Tötungsanstalten gebracht. Dort wurden sie meistens mit Gas ermordet. Meine Familie hätte mich wahrscheinlich so lange wie möglich zu Hause gepflegt. Freiwillig hätte sie mich nicht in eine Anstalt gegeben. Nur unter extremem Druck hätte sie vielleicht keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Meine Pflege hätte rund um die Uhr viel Kraft und Zeit gebraucht. Unterstützung für zu Hause hätte es kaum gegeben. Armut, Lebensmittelmangel oder eine schwere Krankheit in der Familie hätten meine Versorgung fast unmöglich machen können. Gleichzeitig hätten Ärzte und Behörden meiner Familie eingeredet, dass ich in einer Anstalt besser aufgehoben sei. Vielleicht hätte sie irgendwann aus Angst und völliger Erschöpfung nachgegeben. Im schlimmsten Fall hätten die Behörden mich sogar gegen ihren Willen eingewiesen. Ich stelle mir einen Tag dort vor. Am Morgen würde ich in einem schmalen Eisenbett aufwachen. Wahrscheinlich würde ich ein einfaches, langes Anstaltshemd aus grobem Leinen oder Baumwolle tragen. Darunter hätte man mir vielleicht eine Stoffwindel oder saugfähige Tücher angelegt. Eigene Schlafkleidung hätte ich vermutlich nicht besessen. Vielleicht hätte mich nachts niemand gedreht. Mein Körper würde schmerzen. Eine Anstaltskraft würde mich schnell mit kaltem Wasser waschen. Für Urin und Stuhl gäbe es eine Bettpfanne oder Stofftücher. Danach bekäme ich ein frisches Anstaltshemd, eine dunkle Hose und Wollstrümpfe angezogen. Privatsphäre hätte ich kaum. Wahrscheinlich würde ich in einem Schlafsaal mit mehreren anderen Insassen liegen. Beim Waschen, Anziehen und Wechseln der Stofftücher wäre mein Körper für andere Insassen sichtbar. Auf meine Wünsche oder mein Schamgefühl würde vermutlich wenig Rücksicht genommen. Auch beim Urinieren und beim Stuhlgang wäre oft jemand dabei. Ich wäre dem Anstaltspersonal vollständig ausgeliefert. Zum Frühstück gäbe es dünnen Brei. Eine Anstaltskraft müsste mir jeden Löffel geben. Sie müsste wahrscheinlich viele Insassen gleichzeitig versorgen und hätte deshalb zu wenig Zeit für mich. Vielleicht würde sie mich zu schnell füttern. Dabei könnte ich mich leicht verschlucken. Meine Laute könnte sie als ungehorsam verstehen, obwohl ich ihr nur zeigen möchte, dass sie langsamer füttern soll. Später käme vielleicht ein Anstaltsarzt. Er würde meine Bewegungen untersuchen und meine Diagnose, meine Arbeitsfähigkeit und den Aufwand meiner Pflege in einen Meldebogen eintragen. Wenige Angaben auf diesem Meldebogen könnten später über mein Leben entscheiden. Die Gutachter, die den Bogen prüften, hätten mich wahrscheinlich nie persönlich gesehen. Als arbeitsunfähiger Pflegefall wäre ich besonders gefährdet. Meine ICP ist normalerweise keine Erbkrankheit. Die Nazis hätten sie aber falsch einordnen können. Sie hätten mich für geistig behindert oder angeblich erbkrank halten können. Dann hätte eine Zwangssterilisation gedroht. Etwa 400.000 Menschen wurden zwangssterilisiert. Wäre ich als Versuchsperson für geheime Versuche ausgesucht worden? Medizinischer Missbrauch wäre möglich gewesen. Das bekannte Bild vom geheimen Labor passt aber schlecht. Viele grausame Versuche fanden an Häftlingen in Konzentrationslagern statt.
Menschen mit Behinderung in Anstalten waren vor allem durch Vernachlässigung und Mord bedroht. Ärzte forschten aber auch an ihnen ohne Zustimmung. Als Versuchsobjekt hätte man vielleicht meine Reflexe geprüft, meine Muskeln vermessen, meine Bewegungen fotografiert oder neue Medikamente ausprobiert. Niemand hätte mir erklärt, was geschieht. Nach der Ermordung von Patienten nutzten Forscher sogar deren Gehirne und andere Präparate. Eine lange Zeit als Versuchsobjekt wäre also eher unwahrscheinlich gewesen. Viel größer wäre die Gefahr gewesen, nach medizinischen Untersuchungen im Rahmen der Krankenmorde getötet zu werden. Am Nachmittag säße ich vielleicht stundenlang im Rollstuhl oder läge im Bett. Therapie und Zuwendung wären selten, Druckstellen könnten entstehen. Auch damals gab es Menschen, die helfen wollten. Sie arbeiteten aber in einem System, das mein Leben als Belastung betrachtete. Am Abend gäbe es dünne Suppe, danach würde man mich ins Bett legen. In der Nacht könnte ich meine Lage nicht selbst verändern. Bei Schmerzen würde ich rufen. Vielleicht käme jemand. Vielleicht bliebe ich bis zum Morgen so liegen. Vor dem Gebäude könnte bereits ein grauer Bus warten. Im schlimmsten Fall würde man mich in eine Tötungsanstalt bringen. Dort könnte ich mit Gas, einer tödlichen Spritze, überdosierten Medikamenten oder durch Hunger ermordet werden. Meiner Familie würde man eine falsche Todesursache nennen. Etwa 300.000 behinderte und psychisch kranke Menschen wurden bei den NS-Krankenmorden getötet. Die größte Gefahr wäre also nicht ein geheimer Versuch gewesen. Die größte Gefahr wäre gewesen, dass der Staat mich als nutzlos einstuft und mein Leben beendet. Die Geschichte muss uns eine Warnung sein. Wir dürfen niemals wieder zulassen, dass Menschen mit Behinderung als Belastung betrachtet werden und der Staat über den Wert unseres Lebens entscheidet.